mein Name ist Jens Rauschen. Wir sind bei Meinders und Elstermann in Belm, das ist bei Osnabrück. So, herzlich willkommen bei M&E. Tour ist beendet, die nächste kann starten. Auf geht's, wir gehen in den Drucksaal. Das ist ein Druckhaus, was seit 136 Jahren Druckprodukte erzeugt, eher Offset-Produktion, Broschürenproduktion. Eine der großen Herausforderungen ist, diese Maschinen zu verstehen, diesen Workflow, diese Logik, die wir hier haben, zu verstehen. All das sind Mitarbeiter und Kollegen, die dafür sorgen, dass unsere Kunden tolle Arbeit machen, auch mit den tollen Heidelberger Maschinen. Aber es ist nur ein Teil. In unserer kleinen Company gibt es noch ein paar mehr Leute. Mitarbeiter sind für uns ein ganz wichtiges Gut, weil all das, was wir in allen unseren Systemen, in unserer Hardware haben, funktioniert nur, wenn wir auch Leute haben, die das umsetzen können. Wir finden kaum Mitarbeiter, die auf dem Level schon sind, den wir brauchen. Insofern können wir immer nur eigentlich Quereinsteiger qualifizieren. Das machen wir immer mehr. Wir haben leider als Branche insgesamt, glaube ich, verschlafen, die Attraktivität dieses Berufes durch diese Workflow-Geschichten mal nach vorne zu stellen. Wir suchen Leute, die Paletten durch die Gegend schieben, die abstapeln, die Papier in lauter Umgebung sind. Das ist aber alles gar nicht schlimm, weil die Sachen, die man bewegt, sind sauber, sie sind sehr schön, sie sind hochwertig. Und all das, da machen wir zu wenig Eigenmarketing. Wir müssen da etwas tun, ansonsten werden wir als Branche das Problem haben, dass wir tolle Maschinen, tolle Aufträge haben, sie aber leider nicht fertig bekommen, weil wir keine Mitarbeiter mehr haben. Heidelberg gehört sicherlich zu unserem Alltag, weil wir sehr viele Maschinen von Heidelberg haben, weil wir unsere Arbeit über die Heidelberg Software organisieren und weil wir bei Heidelberg auch sehr viele Partner gefunden haben, also Menschen gefunden haben, mit denen wir auf Augenhöhe den Alltag und die Zukunft gestalten. Und aktuell in der Bandbreite, die wir haben, wüsste ich nicht, wer Heidelberg ersetzen sollte. Von Partnern erwarten wir, dass sie mit uns offen diskutieren über die Herausforderungen, die wir im Alltag haben. Aber ganz besonders, dass sie uns an der Seite stehen, wenn es mal Probleme gibt und dass sie beginnen damit, neue Dinge mit uns auszuprobieren. Denn wir versuchen, dieses Unternehmen nach vorne zu denken. Also ich persönlich komme nicht aus der Druckbranche und versuche immer zu antizipieren, wohin eine Reise geht. Also wir wissen auch nicht, was wir in 5 Jahren machen, aber wir beginnen darüber nachzudenken. Und mit einem Partner versuchen wir diese Dinge zu diskutieren, umzusetzen und zu probieren. Und wie das immer in so einer Partnerschaft dann ist, mal klappt es nicht. Manchmal holt man sich dann auch etwas und dafür brauchte ich dieses Utensil, was ich vorhin angekündigt habe, eine blutige Nase oder man rennt mal vor eine Wand. Und dazu muss der Partner bereit sein, dann funktioniert es. So, wir sind im Drucksaal angekommen. Im Drucksaal arbeiten wir mit ausschließlich Heidelberger Maschinen. Ich weiß gar nicht, wann es genau war, die Druckmaschinen sind ursprünglich in diesem Gebäude in diese Richtung haben die gestanden. Wir mussten sie dann drehen, als Heidelberg die Wendung erfunden hat. Und mit der Wendung haben wir dann die Herausforderung bekommen, dass die Maschinen immer länger wurden, die Prozesse immer schwieriger und so haben wir immer weiterentwickelt. Alle Maschinen hängen an einer zentralen Farbversorgung und wir können hier mit unserer 4 vierfarbigen, 2 8 Farben mit Lack und einer 5 Lack nahezu jeden Kundenwunsch erfüllen. Mit Dispersionslack, matt oder glänzend. Dafür haben wir jeweils eine Maschine ausgerüstet und wir wechseln sie auch nicht. Wir haben tendenziell lieber eine Maschine zu viel und können damit auf spontane Kundenwünsche reagieren. Als ich kam, vor 4,5 Jahren, haben wir hier dreischichtig gearbeitet und häufig auch Samstage und Sonntage durchgearbeitet. Das haben wir erkannt, macht aber gar keinen Sinn. Wir haben jetzt das Unternehmen aufgestellt, dass wir 5 Tage zweischichtig arbeiten, haben dann eine Maschine ergänzt. Damals hatten wir 3 Maschinen, jetzt haben wir 4 Druckmaschinen. Und wir haben eine Maschine, die in der 15.000er Generation noch stammt, das ist die Doppellackmaschine, und 3 Maschinen in der 18.000er Generation. Jetzt muss man fairerweise sagen, das ist eine Zahl, die ist so wichtig wie die Höchstgeschwindigkeit eines Autos. Die Durchschnittsgeschwindigkeit in der Nettoproduktion ist irgendwo zwischen 12.000 und 15.000, die man erreichen kann. Und dann kann man mal umrechnen, dann brauchen wir ungefähr, wenn wir unter dieser Last laufen, 11 bis 12 Sattelzüge pro Woche an Papier, die dann diese Maschinen verarbeiten können. Wir haben hier unglaublich viele Maschinen. Was machen wir in dieser Halle? In dieser Halle wird gefalzt auf verschiedensten Falzmaschinen, auch mit P-Stackern, und es wird geschnitten. Das heißt, alles, was wir gedruckt haben, verarbeiten wir auch weiter. Und folgt mir einfach mal zu den modernsten Maschinen, die wir hier haben. Wir haben mit Heidelberg zusammen letztes Jahr im Oktober den ersten P-Stacker, das war Robby.
Robby ist der erste P-Stacker, der bei uns im Oktober gekommen ist. Und den haben wir hier aufgebaut und mit Heidelberg gemeinsam versucht, die operative Arbeit mit dem P-Stacker hinzubekommen. Warum machen wir das? Weil die Menge an Papier, die man hier davor sehen kann, ist die, die ein Mitarbeiter in einer Schicht verarbeiten muss und mit der TX96 auch kann. Aber er musste nach wie vor jedes Paket anfassen und diese Menge bewegen. Der P-Stacker ermöglicht uns jetzt, dass ein Mitarbeiter, wie wir das hier jetzt sehen, 2 Maschinen bedient, eigentlich aber nur noch das Operating macht und die körperliche Arbeit, die so bisher so schwer war, ist komplett ersetzt durch den Einsatz der P-Stacker. Also hier können wir bis zu einzelnen oder gemischten Signaturen in einer Palette fahren. Durch die Kameras da drin, durch die Push-to-Stop-Technologie sind wir hier in der Lage, einen relativ zumutbaren, einfachen Arbeitsplatz zukunftsfähig zu gestalten. Was ist Prinect? Aus unserer Sicht ist das im Wesentlichen die Software, die unseren Laden organisiert. Also wir haben von Prinect das Kundenbindungssystem, historische Daten, wir managen unsere Aufträge, Kalkulationen damit, wir steuern die Maschinen, wir analysieren anschließend, was wir damit gemacht haben, wir steuern das Warehouse, also wo Produkte von Kunden für Kunden lagern, steuern die gesamte Lieferung, Logistik, Materialmanagement. All das ist Prinect. Das ist eigentlich der Klebstoff, der notwendig ist, um diese Intralogistik zu organisieren und die Übersicht zu behalten. Was ist also Push-to-Stop? Push-to-Stop ist für mich, dass die Falzmaschine erkennt, was sie gerade tut, wie die Reihenfolge optimal ist und diese Informationen benutzen wir dann im Plate Pilot, um die Platten in der richtigen Reihenfolge zu machen. Also das ist dieser intelligente Workflow, der sich automatisiert und selbst optimiert. Und das setzt halt voraus, dass man diese gesamte Systeme einsetzt, damit man den Nutzen hat. Wenn man das nicht tut, macht die Einzelfunktion wenig Sinn. Und das ist das, wo wir glauben, dass wir gerade an diesen noch relativ selten genutzten Teilen, weil sie nicht verstanden werden, weil sie nicht integriert werden in eine gesamte Welt, Vorteile für unser Unternehmen generieren. Und wenn ich eine Empfehlung geben darf, man muss halt das ganze Paket machen. Eigentlich haben wir die Druckerei längst verlassen. Wir sind lange in der Weiterverarbeitung angekommen. Das ist in unserer Halle, wo wir eigentlich 3 Sammelhefter haben und weitere Endverarbeitungsaggregate. Und wenn man einmal darüber guckt, dann sieht man, dass wir hier eine ganze Menge große Jobs auch haben, die uns logistisch herausfordern, weil wir sie entweder einlagern müssen oder weiterliefern an unsere Kunden. Und da gibt es alles. Wir denken heute über die Schritte nach, die wir in 3, 4 Jahren machen können und werden. Viele haben wir aber auch schon gemacht, weil wir haben hier im Unternehmen sehr früh angefangen, Automatisierung einzuführen und die Handarbeit zu unterstützen, wo immer es möglich ist. Ich glaube, die große Herausforderung ist in der Automatisierung und der Erkennung von Herausforderungen, also das, was man so künstliche Intelligenz nennt, die Interpretation dessen, was der Kunde von uns möchte, das zu übersetzen in eine digitale Database-Sprache, aus der man dann heraus den Workflow füllen kann. Das ist das, was uns nach vorne bringen wird, weil es ist relativ einfach. Die Auflagen werden immer kleiner und der Aufwand, einen Auftrag zu betreuen, ist immer noch gleich groß. Und das funktioniert einfach nicht. Also wir sind in Maschinen jetzt sehr weit mit P-Stacker, mit automatisiertem Makulaturausschleusung. All diese ganzen Geschichten haben wir. Technisch macht schneller keinen Sinn mehr, sondern schneller anfangen können. Also Transparenz schaffen, Verbindlichkeit schaffen, ohne dass dabei Individualität in der Kommunikation und den Dingen, die wir für unsere Kunden machen, verloren geht. Das ist die Herausforderung. Also eine A4-Broschüre kann jeder standardisieren. Das ist super einfach. Ein Flyer, wie wir das heute schon bei Online-Portalen erleben, ist super einfach. Aber die Komplexität, ein Sanitärprospekt, teillackiert, haptisch, mit Registerstanzung in einer hochkomplexen Version, meinetwegen 4 Sprachversionen an 37 verschiedene Standorte zu liefern, das zu vereinfachen, das ist die Herausforderung der Zukunft. Wenn wir mal die letzten 5 Jahre, die ich jetzt die Druckbranche beobachten kann und die nächsten 5 Jahre angucke, dann sehen wir, dass die Auflagen kleiner werden, dass wir im Rollendruck den IKEA-Katalog gibt es nicht mehr, den Otto-Katalog gibt es nicht mehr. Also diese großen Kommunikationsmittel, die eine lange Gültigkeit haben, die werden immer seltener, weil die Produktwelt sich ständig überholt. Also ist die Herausforderung, kleinere Auflagen gezielter in der Kommunikation mit dem Endverbraucher, also zwischen einem Anbieter und dem Endverbraucher hinzubekommen. Und das erfordert Kleinteiligkeit und Schnelligkeit. Und das ist das große Geheimnis, wie wir das hinbekommen, sodass wir eigentlich in eine Form von
regelmäßigen, kleineren Auflagen kommen, dann wird die Papiermenge, die wir verwenden und die Kommunikationsanzahl, die Anstöße, die wir zwischen Endverbraucher und Unternehmen haben, werden eher höher, aber spitzer. Und das, glaube ich, ist das, was wir unterstützen müssen. Und dafür brauchen wir alle diese Technologien, diese Push-to-Stop, automatischen Plattenwechsel, schnelles Waschen, Vereinheitlichungen, damit wir das überhaupt wirtschaftlich noch hinbekommen. Haptik und Wertigkeit entscheidend ist. Also wir sitzen hier jetzt in einem Studio, wir haben eine Lampe und es ist ganz entscheidend, welchen Wärmegrad diese Lampe hat, damit ich noch halbwegs gesund aussehe. Und genauso ist das bei den Medien, die wir produzieren, für unsere Kunden wichtig, dass wir verstehen, was wollen die transportieren. Also die Farbnuance, die Wertigkeit. Und wir reden natürlich über hochwertige Güter. Also es geht nicht um hell-dunkel, sondern Wohlfühl. Und dieses rüberzubringen auf Papier und diese Stimmung zu transportieren, das ist die Herausforderung und dafür braucht es auch gute Leute. Also es geht eigentlich mehr darum zu verstehen, was der Kunde verkaufen möchte, um die richtigen Broschüren, die richtigen Ansätze zu finden und unsere Technologie richtig zu sein. Wir müssen versuchen, regelmäßig wiederkehrende Dinge zu automatisieren. Und wenn ich dann wenn ich mehr Zeit gewinne, um zu verstehen, was mein Kunde möchte und mich nicht darum kümmern muss, wie ich meine Maschine bediene, wie ich dann die Logistik hinkriege, wenn das automatisch funktioniert nach einigen wenigen Parametern, dann können wir unsere Leistung verbessern. Dann können unsere Mitarbeiter wirklich eine Top-Leistung aus Sicht des Kunden bringen. Für uns ist natürlich kaufmännisch wichtig, dass dabei Geld überbleibt. Das ist vollkommen klar. Aber entscheidend ist, dass der Kunde wieder bestellt. Und das ist die wichtige Geschichte, wo wir viel, viel Herzblut reinstecken müssen. Das ist der Mehrwert eines guten Unternehmens. Nichts anderes. Gute Maschinen kann jeder kaufen, damit Gutes tun. Das ist das Entscheidende.